So, jetzt wieder Lorenz von eBakery. Im heutigen Video geht es um Promotions bei Amazon, heißt Coupons, Aktionsrabatte, Nachlasspreise und ähnliches, welche verschiedenen Arten es gibt, wie die funktionieren und welche sich am meisten lohnen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Manchmal kommt es genau auf das i-Tüpfelchen an, um seine Gesamtstrategie zum Laufen zu bringen. Um dieses i-Tüpfelchen kümmern wir uns heute in Bezug auf Werbe- und Rabattaktionen. Das große PPC-Thema hatten wir ja schon in einer Folge zuvor aufgemacht, die wir oben rechts verlinkt haben. Im heutigen Video geht es passend zum anstehenden Black Friday um mögliche Rabattaktionen, die ihr als Amazon-Händler anwenden könnt. Diese sind nicht immer wirtschaftlich rentabel, warum es sich am Ende jedoch trotzdem lohnt, das erzählt euch Lorenz von eBakery in dieser Folge. Sollten euch jedoch noch andere E-Commerce und Online-Marketing-Themen interessieren, dann gibt es eine kleine Neuerung auf unserem Kanal. Wir haben für euch eine Kanalmitgliedschaft für den eBakery YouTube-Kanal eingerichtet, mit der ihr für 99 Cent Mitglied werden könnt und somit Zugang erhaltet. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Damit unterstützt ihr die Produktion unserer Videos und erhaltet zeitgleich weiteren Mehrwert in Form von Videos und wöchentlichen Livestreams. Nun gebe ich aber wieder das Wort ab an Lorenz. Genau, also, welche Arten von Promotions gibt es bei Amazon eigentlich? Ja? Gibt es neben Marketing, zum Marketing, also PPC hatten wir ein eigenes Video oder mehrere sogar. Heute geht es quasi um die anderen Optionen, die man so als Verkäufer bekommt. Da gibt es verschiedene. Wir fangen mal ganz einfach an, und zwar gibt es Streichpreise. Bedeutet, wenn das Produkt reduziert wurde im Preis, wird dann auf der Amazon-Seite quasi der Originalpreis durchgestrichen und der neue Preis angezeigt. Wie funktioniert das Ganze? Ja, früher war das übrigens ein bisschen anders. Mittlerweile, seit einem Jahr ungefähr, hat Amazon das ein bisschen geändert. Hier ist es so, ja, und ich werde einfach die ganzen Sachen mal in die Mitte packen und dann zu jedem ein bisschen erzählen. Hier ist es so, wir müssen, um einen Streichpreis zu bekommen, definitiv ungefähr, also circa 30 Tage lang zu einem höheren Preis verkauft haben. Bedeutet, Amazon schaut, der Produktpreis im Durchschnitt in den letzten 30 Tagen, wie hoch war der? Und wenn dieser höher ist als der neue Angebotspreis, also der Preis, den wir jetzt reduzieren, dann wird das Ganze als Streichpreis für eine Weile angezeigt, meistens über ein paar Wochen hinweg. Wichtig ist, man muss zu einem höheren Verkaufspreis verkauft haben und kann dann erst so einen Streichpreis erstellen. Das Ganze funktioniert beim Bearbeiten des Produktes im Backend unter Angebotspreis. Man setzt quasi den Preis fest, den neuen Angebotspreis, und würde den Zeitraum bestimmen, wie lange dieser Angebotspreis aktiv sein sollte. Ganz wichtig hierzu noch, dieser Angebotspreis beeinflusst nicht den Basispreis des Produktes. Also der Preis, der quasi als Basispreis von Amazon eingeschätzt wird, wird dadurch nicht verändert. Bedeutet, wir können auch ein paar Wochen lang sehr, sehr reduziert im Preis verkaufen mit dem Angebotspreis und dann wieder hochgehen nach dem Angebotspreis. Das ist kein Problem. Wenn wir jetzt den normalen Preis des Produktes ändern würden, ja, von 100 Euro auf 50 zum Beispiel, ohne Angebot, also den Basispreis ändern, könnten wir nicht einfach wieder auf 100 Euro hoch. Da würde dann die Buybox, also das Einkaufswagenfeld, wahrscheinlich verloren gehen dabei. Ja, das Schöne ist, bei diesen Angebots- bzw. Streichpreisen passiert das nicht. Wir können also da reduzieren, ohne dass wir uns groß Gedanken machen müssen. Das nächste sind Coupons. Wir können bei Coupons zwei verschiedene Arten machen: prozentualer Rabatt und ein fester Euro- oder Dollarbetrag als Rabatt. Das wird ganz cool angezeigt bei Amazon. Selbst auf dem Angebot hat man dieses kleine Couponfeld, was der Kunde ankreuzen kann, und in der Leiste, wenn der Kunde quasi nach dem Produkt sucht oder es in der Werbung sieht, wird der Coupon auch angezeigt. Ganz wichtig hierzu: Coupons werden von Amazon mit 60 Cent pro Einlösung, also aktuell jedenfalls 60 Cent pro Einlösung abgerechnet von eurem Konto. Eine Einlösung ist kein Verkauf. Sobald der Kunde im Angebot diesen Coupon anwählt, ist das für Amazon eine Einlösung und ihr zahlt für 60 Cent. Ja? Coupons sind was ganz Gutes, ja, kann die Conversion Rate auf jeden Fall ein bisschen steigern. Wichtig ist halt, dass man weiß, hey, wenn ich ein Produkt habe, was eine sehr, sehr schwache Conversion Rate hat, kann es natürlich sein, dass viele Leute die Coupons trotzdem einlösen und das Produkt aber letztendlich nicht kaufen. Dafür zahlen wir trotzdem Geld. Ja? Bedeutet, jede Einlösung, jeder Klick auf euren Coupon 60 Cent.
Trotzdem immer relativ empfehlenswerten Coupon zu haben. Ja, auf jeden Fall mal testen, mit und ohne Coupon, ob sich die Conversion Rate ändert, zum Positiven natürlich. Im Regelfall kann man kleine Coupons immer integrieren. Man muss natürlich vorsichtig sein, zu große Nachlässe zu geben. Andere Möglichkeit ist natürlich, den Basispreis des Produktes vielleicht ein bisschen höher anzusetzen, 5 Euro höher als geplant, und dann eine 5 Euro Coupon zu geben, um effektiv eigentlich gleichwertig zu verkaufen und trotzdem den Kunden einen Coupon anzubieten. Ja. Ist natürlich für den Kunden aber nicht allzu hilfreich, ja, wenn einfach nur der Basispreis erhöht wurde und durch einen Coupon dann wieder auf ein neutrales Level kommt. Genau, das zu Coupons. Dann gibt es noch exklusive Prime-Rabatte. Ja. Hier gibt es die Möglichkeit, das ganze Jahr über eigentlich einen Rabatt zu geben, Minimum. Bei diesen Rabatten waren, glaube ich, aktuell ungefähr 10% bei den Prime-Rabatten. Und man kann das quasi nur für Prime-Kunden freischalten. Ja, also nur Prime-Kunden bekommen dann diese Prime-Rabatte. Das Gleiche gibt es auch für Events wie Black Friday, Cyber Monday, Prime Day. Da sind die Regeln aber anders. Ja, da muss der Rabatt im Regelfall mindestens 20-25% betragen. Auch wieder basierend auf dem Durchschnittspreis der letzten 30 bis 60 Tage. Ja. Diese Rabatte bieten sich auf jeden Fall an in den Wochen wie Black Friday oder in der Weihnachtszeit. Das Ding ist aber, und darauf komme ich gleich auch nochmal am Ende zu sprechen, mit den Rabatten muss man oder diesen Promotions eine wichtige Sache beachten. Erwähne ich auf jeden Fall am Ende gleich nochmal. Wir machen jetzt erstmal weiter und dann gibt es den Tab Angebote. Ja? Gibt es quasi diese Blitzdeals, ja, und Wochendeals. Hier können wir sagen, dass wir für eine Gebühr qualifizierte Produkte als Angebot zeigen. Heißt also, der Kunde sieht sehr, sehr offensichtlich, dass es ein Angebot ist mit begrenzter Stückzahl und einem auch wieder relativ starken Rabatt. Ich denke auch aktuell 20% ungefähr Minimum. Hier zahlen wir an Amazon eine Gebühr, damit Amazon unser Angebot so anzeigt. Ja, manche von euch haben das vielleicht schon gesehen. Diese Blitzdeals und Deals in der Richtung haben immer so eine Leiste, wo quasi gesagt wird, so viele Stückzahlen sind noch vorhanden, so viel ist schon besetzt und dass es zeitlich halt begrenzt ist und die Kosten davon liegen ungefähr zwischen 50 und 200 Euro, je nach Deal, je nach Produkt wechselt das Ganze ein bisschen. Ja. Das sind so die Möglichkeiten, die wir haben zum Rabattieren, die sich lohnen, ja, die gut sind. Alle haben Vor- und Nachteile. Ja. Das Schöne ist beim Streichpreis zum Beispiel, beim Angebotspreis, wir müssen an Amazon keine Gebühr zahlen. Bei allen anderen gibt es fast überall Gebühren. Also bei Coupons gibt es Gebühren, bei den Angeboten gibt es Gebühren. Die Prime-Rabatte haben zum Glück keine Gebühren, außer es sind wirklich für bestimmte Events Rabatte und Angebote, dann sind die Gebühren trotzdem da und haben verschiedene andere Requirements, Voraussetzungen quasi, die man irgendwo erfüllen müsste. Ja. Ganz, ganz essentiell für alle diese Angebote, egal welches ich hier nehme. Ja. Angebote lohnen sich im Regelfall nur, wenn die Produkte vorher schon gute Sichtbarkeit haben. Ja. Produkte mit guter Sichtbarkeit beziehungsweise Ranking, ja, es geht ja Hand in Hand, gute Sichtbarkeit heißt im Regelfall gutes Ranking, haben hierdurch einen größeren Benefit. Ja. Das heißt, Produkte mit guter Sichtbarkeit oder Ranking sind effektiver mit Promotions. Was heißt das? Also, wenn unser Produkt schon gute Sichtbarkeit auf Amazon hat, können wir durch diese Deals und Angebote das Ganze nochmal sehr gut pushen, weil diese Angebote im Regelfall Folgendes verbessern. Die verbessern nicht die Sichtbarkeit, sondern die Conversion Rate. Bedeutet, wenn wir am Tag jetzt 100 Aufrufe haben und haben dann alle möglichen Deals aktiv, können wir besser konvertieren, haben stärkere Conversion Rate, aber nicht unbedingt viel mehr Aufrufe, nicht viel mehr Sichtbarkeit. Diese Deals, außer diese ganz teuren Black Friday, Cyber Monday Angebote, unterstützen eigentlich keine Sichtbarkeit und Reichweite. Ja, alles, was sie tun, ist dem Kunden Nachlass geben, die Anzeige ändern des Listings und die Conversion Rate verbessern, aber nicht die Reichweite oder die Sichtbarkeit. Ganz wichtig. Ja. Bedeutet, man muss sich als Händler sehr genau überlegen, ob man diese Sachen nutzen möchte und welche. Ja, spezifisch Deals wie Black Friday, Cyber Monday, Prime Day. Hier ist es so, dass man sehr, sehr starke Verkaufszahlen generieren kann durch diese Angebote und vor allem auch durch die bezahlten Angebote seitens Amazon, die man nutzen kann. Aber in Deutschland, die meisten Händler haben zwischen 20 und 30% Marge vor PPC-Kosten.
Und Amazon verlangt, dass wir mindestens 20% Rabatt geben. Bedeutet, ganz, ganz oft sind diese Deals und diese Angebote, diese großen Angebote mit Events, sind für den Cashflow gut. Wir können an 1 oder 2 Tagen extrem viel Umsatz generieren. Leider ist das Ganze nicht sehr profitabel. Ja, bedeutet, unsere Gewinnmarge geht dadurch eigentlich relativ stark weg oder ist auf 0. Aber natürlich, wenn wir an diesen 2, 3 Tagen sehr, sehr stark verkaufen, würde das Ranking nochmal besser werden, sodass wir auch nach diesen Events teilweise durch das bessere Ranking dann mehr Gewinne erwirtschaften können. Man muss aber definitiv sich bewusst sein, dass man viel Warenbestand irgendwo auf Lager haben muss und dass ein Großteil dieses Bestandes ohne Gewinn höchstwahrscheinlich abverkauft wird. Ja? Wenn Händler mit 20% Marge am Prime Day 20% Rabatt geben, plus PPC mehr ausgeben, plus Coupon, plus so weiter, haben wir vielleicht 4, 5, 6-stellige Umsätze an einem Tag. Aber das wird wirtschaftlich gesehen nicht sehr lohnenswert sein. Deswegen bitte genau nachrechnen. Macht es Sinn, so viel abzuverkaufen ohne Gewinn? Hat man genug Lager, um danach noch, sage ich mal, mit dem Ranking Gewinne zu fahren? Oder habt ihr Produkte, die generell eine sehr, sehr starke Marge haben, wo 20-25% Nachlass nicht die Problematik darstellen würden? Oder würden wir 2, 3 Monate vor diesen Events stetig den Preis nach oben packen, ja, oder nach oben adjustieren des Produktes, sodass wir zum Beispiel den Basispreis um 10-15% hochheben vor dem Prime Day, also in einem bestimmten Zeitraum, und dann über den Rabatt quasi 20% Nachlass geben und immer noch profitabel sind. Das ist auch eine Möglichkeit. Hier genau das gleiche wie mit den Coupons und so weiter, wo ich gesagt habe, wenn wir den Preis unnatürlich hochheben, um dann einen Nachlass zu geben, hat der Kunde natürlich im Endeffekt jetzt nicht wirklich Vorteile dadurch. Ja, das Produkt ist jetzt eigentlich nicht wirklich günstiger für ihn. Marketingtechnisch macht es Sinn. Nur ist es nicht allzu kundenfreundlich. Muss man sich also überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Es ist sehr, sehr gängig, vor allem bei Events wie Black Friday, Cyber Monday, dass Händler Monate im Voraus die Preise anheben, um dann in diesen Tagen trotzdem sehr profitabel zu wirtschaften. Muss man kalkulieren oder testen, ob das Sinn ergibt. Interessant ist das auf jeden Fall auch für einige Händler. Genau, das zu den wichtigsten Arten der Angebote. Wichtig ist natürlich zu sagen, diese Angebote, alles, was hier irgendwo drin vorkommt, sind vielleicht 10% des Marketings, 90% sind im PPC zu erreichen. Ja, deswegen bitte da auch die Videos zum PPC schauen und falls ihr Hilfe benötigt im effektiven Performance-Marketing im PPC-Bereich, gern auch uns als Agentur anschreiben und unverbindlich ein Gespräch mit uns buchen. Also in dem Sinne vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ich denke, es ist klarer geworden, warum Rabattaktionen auf Amazon ihre Daseinsberechtigung haben, obwohl man oftmals nur mit 0% Marge dabei rauskommt. Solltet ihr dabei oder anderen Amazon-Belangen Hilfe benötigen, klickt auf den Link, den wir oben rechts als Infokarte reingepackt haben und vereinbart gerne einen Termin mit uns. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr dann auch den eBakery YouTube-Kanal abonniert habt. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.